Lektion 1. Abmeldezeit. Hey Anna, ist dir aufgefallen, dass wir heutzutage dazu neigen, uns so sehr in unsere digitalen Geräte zu vertiefen? Ich denke, es ist eine gute Idee, sich jeden Tag zu einer bestimmten Zeit abzumelden. Du hast absolut recht, John. Es ist leicht, die Zeit aus den Augen zu verlieren, wenn wir ständig verbunden sind. Die Festlegung einer bestimmten Abmeldezeit könnte eine großartige Strategie sein, um eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Ich dachte daran, mich jeden Abend gegen 19 Uhr abzumelden. Auf diese Weise kann ich etwas Zeit mit meiner Familie verbringen und anderen Aktivitäten nachgehen, die mir Spaß machen, ohne ständig abgelenkt zu werden. Das ist eine wunderbare Idee. Ich werde versuchen, das Gleiche zu tun. Vielleicht können wir es sogar zu einer Herausforderung machen und sehen, wer seine Abmeldezeit besser einhalten kann. Haha, das gefällt mir. Wir können uns gegenseitig zur Rechenschaft ziehen. Es wird Spaß machen zu sehen, wer der bessere digitale Zeitmanager ist. Unbedingt. Und weißt du was, ich wette, wir werden uns beide viel erfrischter und produktiver fühlen, wenn wir uns an unsere Abmeldezeiten halten. Genau. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden und bewusst mit unserer Zeit umzugehen. Ich freue mich darauf, das auszuprobieren. Wie wäre es, wenn wir uns nächste Woche treffen und sehen, wie es läuft? Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf. Das wird sich hervorragend auf unsere Produktivität und unser Wohlbefinden auswirken. Fantastisch. Lass es uns machen. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Es ist eine einfache Änderung, die einen großen Unterschied machen kann. Ich auch, John. Danke, dass du es angesprochen hast. Ich denke, das wird für uns beide ein Wendepunkt sein. Absolut. In Ordnung, lassen wir es geschehen. Bis bald. Lektion 2. Einkaufsbummel. Hey Anna, warst du in letzter Zeit einkaufen? Ich war auf der Suche nach dem perfekten neuen Outfit. Oh, ja, das habe ich. Ich bin dieses Wochenende gerade ins Einkaufszentrum gegangen und habe ein paar tolle Stücke gefunden. Für welche Art von Look entscheidest du dich? Nun, ich hoffe, etwas Stilvolleres, aber auch Bequemeres zu finden, weißt du? Ich will gut aussehen, aber nicht zu formell. Ich höre dich. Hast du dir die neue Boutique in der Innenstadt angesehen? Sie haben eine große Auswahl an lässig schicken Klamotten, die perfekt wären. Nein, ich war noch nicht dort. Ist es preiswert? Dieses Mal versuche ich, mein Budget nicht zu sprengen. Ist es? Die Preise sind wirklich vernünftig und sie haben gerade einige tolle Angebote und Rabatte. Du solltest es dir auf jeden Fall ansehen. Toll, ich muss dann bald einen Ausflug dorthin machen. Ich habe es so satt, immer die gleichen alten Sachen in meinem Schrank zu tragen. Das verstehe ich vollkommen. Eine kleine Einkaufstherapie kann Wunder für die Seele bewirken. Außerdem macht es immer Spaß, Ihre Garderobe mit neuen Styles aufzufrischen. Absolut. Ich bin gespannt, was ich finden kann. Vielleicht können wir sogar irgendwann zusammen hingehen und du kannst mir helfen, ein paar Outfits auszusuchen. Ja, machen wir es. Gerne stelle ich meine Modekompetenz zur Verfügung. Wir können einen Tag draus machen, einkaufen, vielleicht auch etwas zu Mittag essen. Klingt nach einem Plan. Ich sage dir Bescheid, wenn ich in die Läden gehen kann. Das wird großartig. Ich kann es kaum erwarten.
Ich liebe einen guten Einkaufsbummel mit einem Freund. Es wird so viel Spaß machen. Ich auch. In Ordnung, ich gehe mir die Boutique ansehen. Bis später. Lektion 3: Urlaubsplanung. Hey Anna, ich habe über ein tropisches Strandziel für meinen nächsten Urlaub nachgedacht. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Oh, ein tropischer Strandurlaub klingt fantastisch. Ich bin gerade von einer unglaublichen Reise auf die Bahamas zurückgekommen. Die Strände dort sind einfach atemberaubend. Die Bahamas, hm? Das ist eine interessante Option. Was hat dir an deiner Reise dorthin am meisten gefallen? Nun, das kristallklare türkisfarbene Wasser war definitiv das Highlight für mich. Und die Inselatmosphäre war so entspannend, die perfekte Flucht aus dem Alltagstrott. Das klingt wunderbar. Ich wollte schon immer die Bahamas besuchen, aber ich mache mir Sorgen, dass es zu voll oder zu touristisch sein könnte. Ich kann diese Sorge verstehen, aber ich fand die Inseln, die ich besucht habe, ziemlich entspannt und nicht zu überlaufen von Touristen. Es gibt viele ruhige, abgelegene Orte. Gut zu wissen. Und wie waren die Unterkünfte? Konnten Sie eine schöne, erschwingliche Unterkunft finden? Ja, absolut. Ich war in diesem entzückenden kleinen Strandresort, das wirklich preiswert war. Die Zimmer waren komfortabel und das Personal war sehr freundlich. Das ist genau das, wonach ich dann suche. Erschwinglicher Luxus mit lokalem, authentischem Flair. Ich werde mir die Bahamas genauer ansehen müssen. Ich kann es nur empfehlen. Und wenn Sie weitere Tipps oder Empfehlungen benötigen, lassen Sie es mich einfach wissen. Ich würde mich freuen, mehr über meine Reise zu erzählen. Fantastisch, danke Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir von Ihren Erfahrungen zu erzählen. Es hat mir viel zum Nachdenken gegeben. Natürlich. Ich weiß, wie entmutigend die Planung einer großen Reise sein kann. Deshalb helfe ich immer gerne. Lass mich wissen, was du noch brauchst. Das werde ich tun. In Ordnung, ich fange an, einen Urlaub auf den Bahamas zu recherchieren. Genieß den Rest deines Tages. Lektion 4: Sorgen um den Klimawandel. Hallo Anna, hast du die Nachrichten über die extremen Wetterereignisse auf der ganzen Welt in letzter Zeit verfolgt? Absolut, es war wirklich besorgniserregend zu sehen, wie das Ausmaß von Überschwemmungen, Dürren und Hitzewellen immer schlimmer wurde. Es wird zunehmend unmöglich, die Auswirkungen des Klimawandels zu ignorieren. Ich weiß, es ist alarmierend. Wissenschaftler warnen uns seit Jahren, aber es fühlt sich an, als würden die Dinge schneller eskalieren, als irgendjemand erwartet hatte. Auf jeden Fall. Erst in den letzten Monaten haben wir Rekordtemperaturen, verheerende Waldbrände und die Vertreibung ganzer Gemeinden durch Überschwemmungen erlebt. Es ist so frustrierend. Wir wissen seit Jahrzehnten über die Gefahren des Klimawandels Bescheid, aber Regierungen und Unternehmen haben nur langsam sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Ich stimme zu, es ist unglaublich enttäuschend. Und das Schlimmste ist, dass die Menschen, die am meisten leiden, am wenigsten zu dem Problem beigetragen haben. Exakt. Die Gemeinden, die bereits verwundbar sind, tragen die Hauptlast dieser Katastrophen. Es scheint einfach nicht fair zu sein. Nein, das ist überhaupt nicht fair.
Wir haben die moralische Verpflichtung, etwas dagegen zu unternehmen, bevor es zu spät ist. Aber ich mache mir Sorgen, dass wir bereits einen Wendepunkt erreicht haben. Ich teile Ihre Bedenken. Manchmal kann sich alles so überwältigend und hoffnungslos anfühlen. Aber wir müssen weiter für Veränderung kämpfen, auch wenn die Chancen gegen uns stehen. Du hast absolut recht. Wir müssen positiv bleiben und weiter auf echte Lösungen drängen, sei es die Umstellung auf erneuerbare Energien, den Schutz der Wälder oder die Rechenschaft großer Umweltverschmutzer. Auf jeden Fall. Jedes bisschen hilft, und wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen, können wir einen echten Unterschied machen. Ich setze mich dafür ein, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um den Klimawandel zu bekämpfen. Lektion 5. Überarbeitung der Fitnessroutine. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit deine Fitnessroutine eingehalten? Du weißt es, John. Ich versuche mindestens 4-mal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Konsistenz ist der Schlüssel, wie man so schön sagt. Das ist toll zu hören. Ich wollte selbst wieder zu einem regelmäßigeren Trainingsplan zurückkehren. Irgendwelche Tipps, um motiviert zu bleiben? Auf jeden Fall. Für mich hilft es wirklich, eine Mischung aus Aktivitäten zu haben. Ich liebe es, neue Kurse wie Spin, Yoga und HIIT auszuprobieren. Das macht die Dinge interessant, weißt du? Das ist ein kluger Ansatz. Ich neige dazu, mich mit der gleichen alten Routine zu langweilen. Vielleicht schaue ich mir einige Gruppenfitnessmöglichkeiten in meiner Nähe an. Absolut. Das ist eine großartige Idee. Das soziale Element kann einen großen Unterschied machen. Außerdem ist die Rechenschaftspflicht eines Ausbilders und der Klassenkameraden sehr motivierend. HMM, du bringst ein gutes Argument vor. Mir geht es besser, wenn ich jemanden habe, dem ich antworten kann, als nur alleine zu trainieren. Vollkommen. Und weißt du, was mir noch hilft, motiviert zu bleiben? Ich verfolge meinen Fortschritt, sei es über eine App oder einfach über das Aufzeichnen meiner Trainingseinheiten in einem Journal. Ah, das ist eine kluge Strategie. Ich habe Fitness-Tracker schon einmal ausprobiert, bin aber nie wirklich bei ihnen geblieben. Vielleicht muss ich das noch einmal versuchen. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Der Schlüssel liegt darin, dass es Spaß macht, sodass Sie sich auf Ihr Training freuen, anstatt sich davor zu fürchten. Du hast recht, es sollte etwas sein, das mir wirklich Spaß macht, nicht nur eine lästige Pflicht. Ich muss experimentieren und sehen, welche Fitnessaktivitäten mich begeistern. Genau. Und hab keine Angst davor, die Dinge auf den Kopf zu stellen. Unser Körper und Geist brauchen Abwechslung, um engagiert und motiviert zu bleiben. Exzellenter Rat, Anna. Ich fühle mich inspiriert, meine Fitnessroutine zu überarbeiten und sie zu einem nachhaltigen Teil meines Lebensstils zu machen. Lektion 6. Inspiration beim Schreiben. Hey Anna, ich wollte fragen, worüber schreibst du normalerweise? Oh, ich liebe es, über alle möglichen Themen zu schreiben. Ich finde überall Inspiration, von aktuellen Ereignissen bis hin zu persönlichen Erfahrungen. Das ist echt cool. Ich wollte schon immer mehr schreiben, aber manchmal fällt es mir schwer, Ideen zu entwickeln. Das verstehe ich vollkommen. Eine Schreibblockade kann eine echte Herausforderung sein. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, Kreativität anzuregen. Ja. Ja, welche Techniken verwendest du, um auf neue Schreibideen zu kommen? Nun, eine Sache, die mir wirklich hilft, ist einfach die Welt um mich herum zu beobachten.
Ich beobachte Leute im Park oder Café und stelle mir die Geschichten vor, die hinter dem stehen, was ich sehe. Ah, das ist eine tolle Idee. Ich hätte nie gedacht, meine Umgebung so als Inspiration zu nutzen. Genau. Und scheuen Sie sich nicht, auch aus Ihren eigenen Lebenserfahrungen zu schöpfen. Ihre einzigartige Perspektive ist wertvoll. Das ist ein gutes Argument. Ich habe viele Geschichten und Anekdoten, die ich möglicherweise schriftlich umsetzen könnte. Definitiv. Und wenn Sie wirklich nicht weiterkommen, probieren Sie Aufforderungen oder Schreibübungen aus. Es gibt so viele lustige und kreative Übungen da draußen. Das klingt nach einer guten Idee. Gibt es spezielle Aufforderungen oder Übungen, die Sie einem Anfängerautor wie mir empfehlen würden? Oh, es gibt so viele tolle. Wie wäre es mit einem freien Schreiben, bei dem Sie einfach eine bestimmte Zeit lang ununterbrochen schreiben, ohne anzuhalten? Das klingt intensiv, aber auch sehr befreiend. Ich kann mir vorstellen, wie das dazu beitragen könnte, der Kreativität freien Lauf zu lassen. Absolut. Und noch eine lustige Sache ist es, ein zufälliges Objekt auszuwählen und eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht darüber zu schreiben. Bringt dich dazu, um die Ecke zu denken. Das gefällt mir sehr. Eine gewöhnliche Sache nehmen und darin das Außergewöhnliche finden. Ich werde auf jeden Fall einige davon ausprobieren. Wunderbar. Ich freue mich darauf, dass du die Freuden des Schreibens entdeckst. Es ist so ein lohnendes kreatives Medium. Ich auch, Anna. Danke für all die tollen Tipps. Ich fühle mich viel inspirierter, jetzt Stift zu Papier zu bringen. Lektion 7. Musikalisch Leidenschaften. Guten Morgen, Anna. Sag mal, ich habe gehört, dass du Gitarre spielst. Ist das eines deiner Hobbys? Unbedingt. Ich spiele seit Jahren und liebe es absolut. Musik ist ein so großer Teil meines Lebens. Oh, das ist wirklich interessant. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen, bin aber nie dazu gekommen. Was macht dir am Gitarrenspielen am meisten Spaß? Es ist einfach so befriedigend, eine Gitarre in die Hand nehmen und Musik machen zu können. Das Gefühl der Saiten, der Akkorde, der Melodien, das alles ist so erfüllend. Ja, das macht sehr viel Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr lohnend ist, ein Instrument spielen und sich so ausdrücken zu können. Auf jeden Fall. Und das Tolle ist, es ist nie zu spät, um mit dem Lernen zu beginnen. Selbst als erwachsener Anfänger kannst du ziemlich schnell mit dem Gitarrenspiel beginnen. Oh, wirklich? Das ist gut zu wissen. Ich dachte immer, es wäre zu schwer, als Erwachsener zu lernen, aber du sagst, es ist machbar? Unbedingt. Mit den richtigen Ressourcen und ein wenig Engagement kann jeder Gitarre spielen lernen. Es ist ein so vielseitiges und zugängliches Instrument. Du hast mich jetzt wirklich fasziniert. Was würdest du jemandem wie mir empfehlen, der noch nie gespielt hat, es aber ausprobieren möchte? Nun, der erste Schritt ist, eine anständige Anfängergitarre zu bekommen. Am Anfang war nichts besonders Ausgefallenes. Dann würde ich vorschlagen, einige Online-Tutorials zu finden oder an einem lokalen Kurs teilzunehmen. Oh, das ist eine tolle Idee. Ich wette, es gibt heutzutage jede Menge großartiger Gitarrenunterrichtsvideos auf YouTube und so. Genau. Und scheuen Sie sich nicht, langsam anzufangen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dinge wie Akkordformen, Schlagmuster und einfache Songs.
Das macht sehr viel Sinn. Baue zuerst diese Grundlage, bevor du versuchst, ein Virtuose zu werden oder so. Genau. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Hab einfach Geduld mit dir selbst und genieße den Prozess. Das Erfolgserlebnis ist so lohnend. Weißt du, ich fühle mich wirklich inspiriert, das jetzt auszuprobieren. Vielen Dank für die Ermutigung und die hilfreichen Tipps, Anna. Ich bin so froh, dass ich helfen konnte. Lass es mich wissen, wenn du jemals Tipps zum Gitarrenspielen austauschen oder zusammenjammen möchtest. Werde ich auf jeden Fall tun. Das hat definitiv mein Interesse geweckt, eine Gitarre in die Hand zu nehmen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, darüber zu chatten. Lektion 8. Picknick im Park. Hey Anna, ich habe eine Idee, wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende ein Picknick im Park machen? Das klingt toll. Ich liebe es, Zeit im Freien zu verbringen. Sollen wir einen Korb mit Sandwiches und Obst packen? Definitiv, genau das habe ich mir auch gedacht. Wir könnten etwas frische Luft schnappen und ein schönes, entspannendes Essen in der Sonne genießen. Unbedingt. Ich werde sicherstellen, dass ich einige meiner Lieblingssnacks einpacke. Haben Sie einen bestimmten Platz im Park im Sinn? Da ist diese wirklich schöne Rasenfläche in der Nähe des Teiches, die normalerweise ziemlich ruhig und friedlich ist. Wir könnten uns dort einrichten. Oh, das klingt perfekt. Ich liebe es, den Enten beim Schwimmen zuzusehen. Es wird so ruhig sein. Ja, genau. Und wir können uns einfach zurücklehnen, entspannen und die Gesellschaft des anderen genießen. Vielleicht bringen Sie sogar 1 oder 2 Bücher mit. Oh ja, das klingt wunderbar. Eine kleine Lesestunde im Freien wäre wunderbar. Ich werde sicherstellen, dass ich ein paar meiner Favoriten einpacke. Klingt dann nach einem Plan. Darauf freue ich mich schon sehr. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein richtiges Picknick gemacht habe. Das gleiche hier. Das wird eine nette Abwechslung zu unseren üblichen Indoor-Aktivitäten sein. Ein bisschen Vitamin D und frische Luft werden uns gut tun. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. In Ordnung. Nun, ich überlasse dir die Zubereitung des Essens und ich sorge dafür, dass wir ein nettes, gemütliches Plätzchen ausgesucht haben. Hört sich gut an. Ich packe uns einen herrlichen Aufstrich ein. Das wird ein fantastischer Nachmittag. Ich freue mich schon. Okay, lass uns planen, uns gegen 13 Uhr im Park zu treffen. Funktioniert das für dich? Lektion 9. Disziplin beim Lebensmitteleinkauf. In Ordnung, Anna. Wir müssen dieses Wochenende einkaufen gehen. Irgendwelche Tipps, wie wir uns an unsere Liste halten und unnötiges Surfen vermeiden können? Oh, gutes Argument, John. Es ist so einfach, sich im Laden ablenken zu lassen und am Ende einen Einkaufswagen voller Impulskäufe zu haben. Genau. Ich scheine immer wegzugehen und mit viel mehr zurückzukommen, als ich geplant hatte. Das gleiche hier. Okay, wir sollten Folgendes tun. Machen Sie vorher eine detaillierte Einkaufsliste und halten Sie sich gewissenhaft daran. Hört sich gut an. Und achten wir darauf, einen Snack zu essen, bevor wir gehen, damit wir nicht mit leerem Magen einkaufen. Ja, geniale Idee. Das hilft, diese verlockenden Impulskäufe zu verhindern, wenn wir hungrig sind. Auf jeden Fall. Und versuchen wir auch zu vermeiden, in den Gängen zu stöbern, von denen wir nichts brauchen.
Gehen Sie einfach direkt zu den Artikeln auf unserer Liste. Absolut. Kein Verweilen oder Herumwandern rein und raus, das ist das Ziel. Konzentrieren Sie sich mit Leser auf das Nötigste. Ja, wir müssen den Preis im Auge behalten. Oh, und vielleicht können wir die Liste sogar aufteilen, damit wir effizienter vorgehen können. Oh ja, tolle Idee. Du nimmst die eine Hälfte, ich nehme die andere. Das wird uns dazu bringen, schnell voranzukommen. Perfekt. In Ordnung. Lassen Sie uns heute Abend unsere Liste erstellen, damit wir alle bereit sind, dieses Wochenende den Lebensmittelladen in Angriff zu nehmen. Klingt nach einem Plan. Ich fühle mich schon disziplinierter. Das wird eine reibungslose, budgetfreundliche Reise. Das hoffe ich wirklich. Kein zielloses Herumwandern mehr durch alle Gänge, das ist sicher. Wir haben eine Mission. Lektion 10. Gedanken zum mittleren Kind. Hey Anna, kann ich etwas mit dir teilen? Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, das mittlere Kind zu sein. Oh, interessant. Ich habe keine Geschwister, also würde ich gerne Ihre Sicht darauf hören. Nun, ich finde, es ist eine einzigartige Erfahrung. Ich kann mich auf unterschiedliche Weise sowohl mit meiner älteren Schwester als auch mit meinem jüngeren Bruder identifizieren. Das ist echt cool. Was findest du am lohnendsten daran, das mittlere Kind zu sein? Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit, zwischen den beiden Extremen zu schweben. Ich bekomme gewissermaßen das Beste aus beiden Welten. Ah ja, ich kann mir vorstellen, dass das nett wäre. Du lernst von deinen älteren Geschwistern, hast aber auch diese besondere Bindung zu dem Jüngeren. Genau. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich der Friedenswächter zwischen ihnen sein kann, wenn sie aufeinandertreffen. Oh, der Mediator für mittlere Kinder. Das muss sich als nützlich erweisen. Das tut es. Zugegeben, manchmal werde ich auch von ihnen gehänselt, weil ich das vergessene mittlere Kind bin. Oh, es tut mir leid, das zu hören. Aber ich wette, du findest Wege, deiner Stimme Gehör zu verschaffen und die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du verdienst. Haha, du weißt es. Hab meine Tricks. Außerdem denke ich, dass es mich ein bisschen unabhängiger gemacht hat, wenn ich ein bisschen übersehen wurde. Also hey, das ist wirklich positiv. Sie haben ihre eigene Identität und ihr Selbstvertrauen entwickelt. Auf jeden Fall. Ich würde meinen Status als mittleres Kind gegen nichts eintauschen. Es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Das ist ein wirklich toller Ausblick, John. Ich bewundere Ihre Wertschätzung für Ihre einzigartige Position in der Familie. Danke, Anna. Es hat einige Zeit gedauert, aber ich habe die Vorteile, das mittlere Kind zu sein, wirklich zu schätzen gelernt. Ich freue mich, das zu hören. Alles in allem klingt es nach einem ganz besonderen Erlebnis. Das ist es wirklich. Das würde ich um nichts in der Welt ändern. Das mittlere Kind zu sein hat seine Herausforderungen, aber auch viele Vorteile. Gut gesagt. Danke, dass du diesen Einblick in deine Familiendynamik geteilt hast. Es war wirklich faszinierend, mehr darüber zu erfahren. Jederzeit. Ich spreche immer gerne über meine Abenteuer im mittleren Kindesalter. Es ist ein Teil von mir, auf den ich stolz bin. Lektion 11. Perfekte Präsentation. Guten Morgen, Anna. Kann ich dir über etwas den Kopf zerbrechen?
Absolut, was ist los? Ich habe auf der Arbeit eine wichtige Präsentation vor mir, und ich möchte sicher gehen, dass ich sie hinkriege. Was sind Ihrer Meinung nach die Schlüssel zu einer erfolgreichen Präsentation? Oh, gute Organisation. Frage. Ich würde Was meinst sagen, du damit? Organisation und Engagement sind entscheidend. Nun, Sie möchten einen klaren, logischen Ablauf Ihrer Präsentation. Springen Sie nicht einfach nach dem Zufallsprinzip herum. Richtig, das macht Sinn. Und Engagement, wie empfehlen Sie, das Publikum bei der Stange zu halten? Visuelle Hilfsmittel sind riesig. Lesen Sie nicht einfach Folien vor, sondern ergänzen Sie Ihre Punkte damit. Ah, guter Tipp. Ich werde sicherstellen, dass meine Folien visuell interessant sind und nicht nur textlastig. Genau. Und scheuen Sie sich nicht, auch das Publikum mit einzubeziehen. Stellen Sie Fragen, machen Sie interaktive Aktivitäten. Ah, die Idee gefällt mir. Bringen Sie sie dazu, teilzunehmen, anstatt nur passiv zuzuhören. Auf jeden Fall. Dadurch fühlt sich das Ganze dynamischer an und die Aufmerksamkeit der Leute bleibt erhalten. Das ist ein guter Rat. Gibt es noch etwas, das ich für den Erfolg einer Präsentation beachten sollte? Noch etwas, üben, üben, üben. Kenne dein Material in- und auswendig. Richtig, ich hatte vor, eine Menge Proben zu machen. Das Muskelgedächtnis ist der Schlüssel, oder? Absolut. Auf diese Weise können Sie sich auf Ihre Präsentation und Ihr Engagement konzentrieren und sich nicht nur an den Inhalt erinnern. Toll, das ist super hilfreich. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet. Danke, Anna. Natürlich. Lass mich wissen, wie die Präsentation läuft. Ich bin mir sicher, dass du das großartig machen wirst. Das werde ich tun. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihr Fachwissen zu teilen. Lektion 13. Tom Yum verlockend. Hey Anna, hast du schon einmal traditionelle Tom-Yum-Suppe probiert? Traditionelles Tom Yum? Nein, ich glaube nicht, dass ich das getan habe. Wie ist es? Oh Mann, es ist köstlich. Die perfekte Balance zwischen würzigen, sauren und herzhaften Aromen. Du musst es versuchen. Scharf und sauer, Das klingt genau nach meinem Geschmack. Wo kriegt man es hier am besten hin? Es gibt dieses tolle thailändische Restaurant in der Innenstadt, das es perfekt macht. Die Brühe ist so reich und duftend. Oh, das klingt unglaublich. Was gehört noch zu einer traditionellen Tom Yum Suppe? Nun, die Basis ist diese wirklich würzige Zitronengras- und Galangalbrühe. Dann fügen Sie Dinge wie Garnelen, Pilze, Tomaten, Limettensaft, Fischsauce hinzu. Wow, so viele kräftige Aromen. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Richtig. Und das Beste daran ist, es ist nicht zu schwer. Es ist die perfekte leichte, erfrischende Mahlzeit. Okay, du hast mich offiziell verkauft. Okay, wir müssen das hier bald ausprobieren. Wann hast du Zeit? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich brenne darauf, dir die Magie von Tom Yum näher zu bringen. Klingt gut für mich. Ich kann es praktisch schon schmecken. Das wird unglaublich.
Vertrau mir, du wirst es lieben. Tom Yum ist ernsthaft eines meiner Lieblingsgerichte in Thailand. Nun, ich kann es kaum erwarten zu sehen, worum es bei dem ganzen Hype geht. Das wird ein kulinarisches Abenteuer. Das ist der Lektion Geist. 14. Machen Sie sich Axon bereit, Adventures. dass Ihre Geschmacksknospen umgehauen werden. Joanna, hast du von dem Typen gehört, der in Deutschland aufgewachsen ist, aber sein ganzes Leben lang mit amerikanischem Akzent gesprochen hat? Auf keinen Fall, wirklich? Das ist so skurril. Wie passiert das überhaupt? Ich weiß, oder? Offenbar wurde er in den Staaten geboren, aber seine Familie zog nach Deutschland, als er jung war. Das ist wild. Man könnte meinen, nachdem er so lange dort gelebt hat, würde er den lokalen Akzent annehmen. Genau. Aber nein, er hatte die ganze Zeit diesen ausgewachsenen amerikanischen Twang. Das ist einfach zu lustig. Wissen Sie, warum er den deutschen Akzent nie verstanden hat? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gehört, dass es etwas damit zu tun haben könnte, wie seine Familie zu Hause sprach. Obwohl sie in Deutschland waren, sprachen sie weiterhin Englisch. Ich verstehe, das macht dann Sinn. Die häusliche Umgebung überwog den Einfluss von außen. Auf jeden Fall. Und versteh das, er fühlt sich tatsächlich viel wohler, wenn er Deutsch spricht als Englisch. Auf keinen Fall. Das ist so rückständig. Man könnte meinen, es wäre andersherum. Ich weiß, es ist verrückt. Aber er sagte, er habe einfach nie eine echte Verbindung zum amerikanischen Akzent gespürt, obwohl er ihn sein ganzes Leben lang benutzt hat. Das ist so faszinierend. Ich frage mich, ob es noch andere solche Fälle gibt. Wahrscheinlich. Akzente und Spracherwerb können manchmal wirklich unvorhersehbar sein. Du sagst es mir. Die Geschichte dieses Typen ist einfach wild. Ich würde ihn gerne treffen und ihn sprechen hören. Das Gleiche hier. Es wäre eine tolle Reise, ihm zuzuhören, wie er zwischen den beiden wechselt. Haha ja, ich wette, das wäre ziemlich komisch. Definitiv eine einzigartige sprachliche Eigenart. Ganz gewiss. Akzente sind für mich unendlich interessant. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. Lektion 15. Reiseabenteuer. Hey Anna, hast du die begeisterten Kritiken für das neue Restaurant in der Innenstadt gesehen? Nein, habe ich nicht. Was hast du davon gehört? Nun, anscheinend ist es dieser wirklich authentische peruanische Ort mit fantastischem Essen. Die Bewertungen sind überragend. Oh wow, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich liebe die peruanische Küche. Das Gleiche hier. Wir sollten es uns auf jeden Fall bald ansehen. Definitiv. Ich habe Lust auf gutes Ceviche und Chicha Morada. Oh, Chicha Morada, das ist das lila Maisgetränk, oder? Jep, das ist es. So erfrischend und würzig. Toll, ich kann es kaum erwarten, es zu versuchen. Warst du schon einmal in Peru? Nein, aber es steht schon ewig auf meiner Reisebucketliste. Die Geschichte und Kultur dort sind einfach faszinierend. Oh sicher. Von Machu Picchu bis zu den Nazca-Linien gibt es so viel zu entdecken.
Genau. Und das Essen ist auch ein großer Anziehungspunkt. Ich habe gehört, dass es eine der besten Küchen der Welt ist. Absolut. Peru steht definitiv ganz oben auf meiner Liste der Orte, die ich bald besuchen sollte. Das gleiche hier. Wir sollten anfangen, eine Reise zu planen. Ich wette, wir könnten ein paar tolle Angebote finden. Gute Idee. Das Lesen von Bewertungen und Recherchen wird uns helfen, das Beste daraus zu machen. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, in das peruanische Erlebnis einzutauchen. Ich auch nicht. Das wird ein unglaubliches Abenteuer, das ist sicher. Lektion 16. Peruanische Bestrebungen. Guten Morgen, Anna. Hast du dir die Peru-Eise angesehen, von der wir gesprochen haben? Ja, habe ich. Und ich bin so aufgeregt, je mehr ich lese, desto mehr möchte ich gehen. Fantastisch, das gleiche hier. Die Geschichte und Kultur dort scheinen einfach so reich und faszinierend zu sein. Auf jeden Fall. Von Machu Picchu bis zu den Nazca-Linien gibt es einfach so viel zu entdecken. Absolut. Und das Essen ist auch ein großer Anziehungspunkt. Ich habe gehört, dass es eine der besten Küchen der Welt ist. Oh, ich weiß, ich kann es kaum erwarten, all die authentischen peruanischen Gerichte zu probieren. Ceviche, Chicha Morada, was auch immer. Oh, Chicha Morada, das ist das lila Maisgetränk, oder? Darauf freue ich mich sehr. Ja, genau. Es soll so erfrischend und würzig sein. Ich wette, es passt perfekt zum Essen. Auf jeden Fall. Wir werden eine unglaubliche Zeit haben, Perus reiche Geschichte und Schönheit zu erkunden. Absolut, ich kann es kaum erwarten. Das Lesen all dieser Bewertungen hat mich noch mehr auf die Reise vorbereitet. Das gleiche hier. Ich denke, unsere Recherchen im Voraus werden uns wirklich helfen, das Beste daraus zu machen. Vollkommen. Je mehr wir vor Ort wissen, desto besser können wir unsere Reiseroute planen. Exakt. Das wird ein unvergessliches Abenteuer, ich kann es einfach spüren. Ich stimme zu, es wird unglaublich. Ich bin so froh, dass wir uns für diese Reise entschieden haben. Ich auch, es wird die Reise meines Lebens. Ich kann es kaum erwarten, Peru mit dir zu erleben. Lektion 17. Leise Reflexionen. Hey Anna, ist dir aufgefallen, wie still Tom gestern Abend auf der Party war? Es kam ihm ein bisschen untypisch vor. Weißt du, das habe ich bemerkt. Tom ist normalerweise der Mittelpunkt der Party, daher war sein gedämpftes Verhalten etwas überraschend. Ich frage mich, was ihm wohl durch den Kopf gegangen sein könnte. Das gleiche hier. Ich meine, normalerweise ist er so kontaktfreudig und energisch. Glaubst du, etwas könnte ihn stören? Es ist möglich. Manchmal zeigen Menschen in der Öffentlichkeit ein glückliches Gesicht, behandeln Dinge aber privat. Vielleicht hatte er nur einen freien Abend oder etwas in seinem Kopf. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten nichts annehmen, ohne die ganze Geschichte zu kennen. Jeder hat seine Höhen und Tiefen, selbst die extrovertiertesten Menschen. Exakt. Es ist einfach, die Stimmung oder Situation einer Person von außen zu beurteilen, aber wir wissen wirklich nicht, was in ihrem Privatleben vor sich geht. Auf jeden Fall.
Ich denke, das Beste ist, einfach bei Tom nachzufragen, ob es ihm gut geht. Als sein Freund möchte ich sicher gehen, dass es ihm gut geht. Das ist sehr nett von dir, John. Mitleid zu zeigen ist oft der beste Weg, jemanden zu unterstützen, der gerade etwas durchmacht. Ich bin sicher, er wird Ihre Besorgnis zu schätzen wissen. Danke, Anna. Dann rufe ich ihn später an und frage, ob er Kaffee trinken will oder so. Manchmal kann es einen großen Unterschied machen, jemanden zum Reden zu haben. Lektion 18. Nostalgische Erinnerungen. Hey Anna, ich habe neulich gerade an unsere Kindheit gedacht. Wünschen Sie sich nicht ein besseres Gedächtnis, um sich an all diese besonderen Momente zu erinnern? Definitiv. Es gibt so viele kleine Details aus unserer Kindheit, an die ich mich gerne besser erinnern könnte. Die unbeschwerten Tage, an denen stundenlang draußen gespielt wird. Genau. Genau wie damals, als wir das verrückte Fort in deinem Hinterhof gebaut haben. Damals sah es für uns so beeindruckend aus, aber ich wette, wenn wir es jetzt sehen würden, wäre es ein totales Chaos. Haha, ja. Und weißt du noch, wie wir im Sommer diese epischen Wasserballonschlachten hatten? Ich kann es mir so anschaulich vorstellen, aber ich bin mir sicher, dass viele Einzelheiten verblasst sind. Oh Mann, das waren die besten. Das Geräusch der Ballons, die platzen und versuchen, den kalten Spritzern auszuweichen. Sicherlich einfachere Zeiten. Absolut. Ich wünschte, ich könnte zurückgehen und einige dieser Kindheitsmomente noch einmal erleben, auch nur für einen Tag. Die Erinnerungen sind so wertvoll, aber sie können so flüchtig sein. Ich weiß, was du meinst. Wenn wir nur Erinnerungen so abfüllen könnten, wie wir Fotos machen, dann könnten wir sie jederzeit wieder besuchen. Das wäre unglaublich. Schließen Sie einfach Ihre Augen und lassen Sie sich in diese unbeschwerten, freudigen Momente zurückversetzen. Ah, die Macht der Nostalgie. Haha, ja. Ich schätze, wir müssen jetzt einfach neue Erinnerungen sammeln und hoffen, dass wir sie dieses Mal ein bisschen besser festhalten können. Lektion 19. Reiseverzögerungen vermeiden. Sag mal, Anna, hast du in letzter Zeit mit dem ganzen Reisechaos Schritt gehalten? Ich hoffe wirklich, dass ich in diesem Sommer keine langen Verzögerungen hinnehmen muss. Erzähl mir davon. Die Nachrichten waren voller Horrorgeschichten von Menschen, die stundenlang auf Flughäfen gestrandet sind. Ich kann mir nicht vorstellen, wie frustrierend das sein muss. Ernsthaft. Ich hatte einen Freund, der letzten Monat wegen eines mechanischen Problems etwa 6 Stunden am Tor festgefahren ist. Das ist genau die Art von Dingen, die ich um jeden Preis vermeiden möchte. Huch, das klingt furchtbar. Ich wette, am Ende sind sie die Wände hochgeklettert. Irgendwelche Tipps, um solche Reisealbträume zu vermeiden? Nun, ich habe einige Nachforschungen angestellt und es scheint, als ob eine frühzeitige Buchung, ein leichtes Gepäck und die Wahl von Flügen außerhalb der Spitzenzeiten wirklich dazu beitragen können, das Risiko zu minimieren. Gute Entscheidung. Und ich habe gehört, dass es auch klug ist, die App der Fluggesellschaft herunterzuladen und sich für Flugwarnungen anzumelden. Auf diese Weise können Sie über Änderungen oder Verzögerungen auf dem Laufenden bleiben. Absolut. Und ich werde mir auf jeden Fall viel mehr Zeit nehmen, um durch die Sicherheitskontrolle und zum Gate zu kommen. Ich schneide es mir nicht mehr zu nahe. Definitiv eine kluge Wahl. Das Letzte, was Sie wollen, ist gestresst herumzuhetzen, wenn Ihr Flug kurz vor dem Start steht. Exakt. Ich bin fest entschlossen, diesen Sommer ein angenehmes, reibungsloses Reiseerlebnis zu haben. Keine Horrorgeschichten mehr für mich. Vielen Dank.
Ich höre dich. Auf ereignislose Flüge und rundum pünktliche Ankünfte. Wir drücken beide die Daumen, dass wir keine Reisekopfschmerzen haben. Amen dazu. Ich werde Sie auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Vielleicht können wir danach unsere Notizen vergleichen und unsere besten Tipps teilen. Lektion 20. Responsive Kommunikation beherrschen. Hey Anna, hast du in letzter Zeit daran gearbeitet, deine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern? Ich habe versucht, genauere und zeitnahe Antworten zu geben, aber das ist nicht immer einfach. Du hast recht, es kann definitiv eine Herausforderung sein. Ich finde, dass es für mich entscheidend ist, konzentriert zu bleiben und aktiv zuzuhören. Wie hast du daran gearbeitet? Nun, ich habe versucht, ein bisschen langsamer zu werden und meine Antworten wirklich durchzudenken, bevor ich einspringe. Ich finde, dass es mir hilft, meine Gedanken zu sammeln, wenn ich für einen Moment innehalte. Das ist eine großartige Strategie. Und ich habe auch festgestellt, dass es sehr hilfreich sein kann, klärende Fragen zu stellen. Es stellt sicher, dass ich den gesamten Kontext verstehe, bevor ich antworte. Absolut. Fragen zu stellen ist eine so unterschätzte Kommunikationsfähigkeit. Es zeigt, dass Sie engagiert sind und wirklich die Perspektive der anderen Person verstehen möchten. Auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite habe ich versucht, meine eigenen Antworten prägnanter zu formulieren. Ich neige manchmal dazu, zu schwafeln, weißt du? Ich höre dich. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen Gründlichkeit und dem Nicht-Überfordern der anderen Person zu finden. Übung macht den Meister, oder? Auf jeden Fall. Und mir ist aufgefallen, dass Augenkontakt und die Verwendung einer offenen Körpersprache auch den Gesprächsfluss wirklich verbessern können. Guter Punkt. All diese nonverbalen Hinweise machen einen großen Unterschied darin, wie die andere Person ihr Interesse und ihre Aufmerksamkeit wahrnimmt. Exakt. Es ist so, als ob du die richtigen Worte sagen kannst. Aber wenn deine Körpersprache nicht passt, landet die Botschaft einfach nicht auf die gleiche Weise. Vollkommen. Ich bemühe mich bewusst, dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist erstaunlich, wie viel ein einfaches Nicken oder Lächeln dazu beitragen kann, dass ein Dialog reibungslos abläuft. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Nun, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hatten, einige dieser Kommunikationstipps zu besprechen. Es ist immer hilfreich, Notizen zu vergleichen und voneinander zu lernen. Auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass ich aus diesem Gespräch einige wirklich wertvolle Erkenntnisse gewonnen habe. Danke, dass du dir die Zeit zum Chatten genommen hast, Anna. Lektion 21. Alltagsenglisch beherrschen. Jo Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, ein paar neue lockere englische Redewendungen zu lernen. Weißt du, die Art von Dingen, die ich einfach beiläufig ins Gespräch bringen könnte, kein Problem. Oh wirklich? Welche Art von Alltagsenglisch möchtest du lernen? Ich würde mich freuen, einige einfache, aber nützliche Ausdrücke mit Ihnen zu teilen. Nun, ich habe das Gefühl, dass ich die Grundlagen verstanden habe, weißt du? Aber ich will natürlicher klingen, als würde ich nicht nur Sätze aus dem Lehrbuch rezitieren. Ich höre dich. Manchmal sind es die kleinen, beiläufigen Redewendungen und der Slang, die den Unterschied im Konversationsenglisch ausmachen. Genau. Ich könnte etwa 100 Mal „das ist einfach“ sagen, aber das macht bei weitem nicht so viel Spaß wie sagen zu können, das ist ein Kinderspiel. Haha, gutes Beispiel. Diese Art von idiomatischen Ausdrücken kann Ihrem Englisch so viel Persönlichkeit verleihen. Vollkommen.
Und ich möchte in der Lage sein, Ratschläge auf natürlichere Weise zu geben, weißt du? Nicht nur ein trockenes „Du solltest das tun“. Richtig, richtig. Etwas mehr wie hey, lass mich dir einen Profi-Tipp dazu geben oder hör zu, hier ist der Deal damit. Ja, siehst du, du verstehst es. Diese kleinen Nuancen machen den Unterschied, wenn es darum geht, wie ein Muttersprachler zu klingen. Absolut. Der Schlüssel liegt darin, die gebräuchlichen Konversationsphrasen zu finden, die ihrer Sprache Geschmack verleihen. Exakt. Und ich denke, der beste Weg, sie zu lernen, ist, einfach weiter mit Muttersprachlern wie ihnen zu üben. Dann bist du bei uns genau richtig. Ich freue mich, Ihnen weiterhin dabei zu helfen, Ihr alltägliches Englisch-Toolkit zu erweitern. Fantastisch, ich weiß das wirklich zu schätzen. Okay, schlag mich mit etwas mehr saftigem Slang und Redewendungen, okay? Du hast es. HMM, wie wäre es mit das ist ein Kinderspiel oder es ist beschlossene Sache? Die sind gut, um sie in der Gesäßtasche zu haben. Oh, die gefallen mir. Okay, ich werde die links und rechts rausnehmen. Danke für die Lektion, Anna. Lektion 22. Stadtleben versus Landleben. Jo, Anna, kann ich deine Meinung zu etwas hören? Findest du, was ist besser, in der Stadt oder draußen auf dem Land zu leben? HMM, das ist eine interessante Frage. Ich kann definitiv die Vor- und Nachteile von beiden sehen. Was ist deine Perspektive dazu? Nun, ich bin in einer kleinen Stadt aufgewachsen, also bin ich irgendwie an das ruhige, langsamere Tempo des Landlebens gewöhnt. Aber in letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht, in die Stadt zu ziehen. Ich kann den Reiz beider verstehen. Die Landschaft hat diese schöne, friedliche Atmosphäre. Aber die Stadt bietet so viel an Kultur, Unterhaltung und Komfort. Genau, genau, das Land ist toll und so, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich die ganze Action in der Stadt verpasse, weißt du? Ich höre dich. Die Stadt hat so viel zu entdecken. Museen, Restaurants, Konzerte, Einkaufsmöglichkeiten. Es ist immer voller Energie. Ja, und ich habe das Gefühl, dass es in der Stadt auch mehr Möglichkeiten gibt, beruflich und allgemein. Das ist ein gutes Argument. Der Arbeitsmarkt und die Netzwerkmöglichkeiten sind in städtischen Gebieten oft besser. Und die kulturelle Bekanntheit ist riesig. Man kann sich mit allen Arten von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund die Ellbogen reiben. Auf jeden Fall. Die Vielfalt in einer Stadt kann wirklich aufschlussreich sein. Erweitert deinen Horizont auf so viele Arten. Vollkommen. Aber andererseits hat das Land seinen eigenen Charme. Die frische Luft, die weiten Freiflächen, das langsamere Lebenstempo. Absolut. Es spricht einiges für diesen entspannteren, friedlicheren Lebensstil. Es kann wirklich verjüngend sein. Ja, das hast du richtig verstanden. Entscheidungen, Entscheidungen. Vielleicht muss ich einfach beides ausprobieren und schauen, welches besser zu mir passt. Hey, das ist keine schlechte Idee. Verbringen Sie einige Zeit in der Stadt und gleichen Sie das mit Ausflügen aufs Land aus. Schau, was sich richtig anfühlt. Ja, das ist ein guter Plan. In Ordnung. Ich denke, du hast mir hier viel zum Nachdenken gegeben. Danke für den Input.
Lektion 23. Vor- und Nachteile der Partyplanung. Hey Anna, ich brauche deine Hilfe bei der Planung dieser Party, die ich schmeiße. Was denkst du, ist es besser, Partyzubehör online zu besorgen oder persönlich in die Geschäfte zu gehen? Oh, eine Party, wie aufregend. Nun, beide Optionen haben Vor- und Nachteile. Was sind deine Gedanken dazu? Das versuche ich herauszufinden. Online-Shopping ist so praktisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich etwas verpasse, wenn ich nicht in die Geschäfte gehe. Das ist ein gutes Argument. Die Bequemlichkeit des Online-Shoppings kann sehr angenehm sein, besonders bei der Planung von geschäftigen Partys. Das persönliche Erlebnis bietet jedoch einige Vorteile. Exakt. Zum Beispiel kann ich online ganz einfach Preise vergleichen und Bewertungen lesen. Aber in den Geschäften kann ich mir die Produkte persönlich ansehen und ein besseres Gefühl dafür bekommen. Vollkommen. Und du kannst die Dekorationen und so ausprobieren, was dir helfen kann, dir vorzustellen, wie sie auf der Party aussehen werden. Und die Mitarbeiter des Ladens haben vielleicht einige gute Empfehlungen und Tipps zur Partyplanung, die ich online nicht finden kann. Oh ja, diese lokale Expertise könnte sehr hilfreich sein. Sie kennen wahrscheinlich alle angesagten Partythemen und Dekorationen. Auf jeden Fall. Und dann ist da noch der ganze soziale Aspekt des Ausgehens und Einkaufens. Es kann mehr Spaß machen, als einfach auf einem Computer wegzuklicken. Gute Entscheidung. Die persönliche Erfahrung kann den Partyplanungsprozess angenehmer machen. Eine kleine Einkaufstherapie hat noch niemandem geschadet. Haha, das stimmt. Aber andererseits ist Online-Shopping einfach so verdammt praktisch. Ich muss das Haus nicht verlassen oder mich mit Menschenmaßen auseinandersetzen. Auch ein wirklich guter Punkt. Die Leichtigkeit und Effizienz des Online-Shoppings ist kaum zu übertreffen, besonders wenn Sie mit einer Million Partyaufgaben jonglieren. Exakt. Und ich kann das alles von meiner Couch aus in meinem Pyjama machen. Außerdem tauchen die Pakete einfach an meiner Tür auf. Haha ja, der Pyjama-Vorteil ist der Schlüssel. Und kein Schleppen schwerer Vorräte aus dem Laden. Online-Shopping hat mit Sicherheit seine Vorteile. Vollkommen. Ich glaube, ich tendiere eher zu einer Mischung aus beidem. Besorgen Sie sich einige wichtige Dinge online und gehen Sie dann in die örtlichen Partyläden, um die lustigen Sachen zu kaufen. Oh, das klingt nach einem soliden Plan. Das Beste aus beiden Welten. Sie erhalten den Komfort und die praktische Erfahrung. Ja, genau. Ich denke, das wird mir helfen, alle meine Grundlagen abzudecken und eine tolle Party zu schmeißen. Danke für den Input, Anna.